Hi Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's, euer Guido. Heute mal in der Werkstatt, in der Halle von AMS Hannover. Diesmal sitze ich hier auf einem schönen Stuhl und wir haben hier ein verpacktes Auto. Bevor ich euch das Auto aber zeige, wollte ich euch ein bisschen was erzählen. Im Titel oben werdet ihr schon lesen, was los ist, aber bitte schaut euch das Video ganz an und hört auf jeden Fall zu. Das wäre ganz cool, wäre ganz wichtig und ich würde mich darüber auch freuen. Also, vor knapp 5-6 Jahren habe ich den Huracan Performante gekauft. Das war unser erstes Firmenfahrzeug. Das Auto hat der Firma natürlich gehört, nicht mir privat. Was ja auch nicht schlimm ist, das Auto war für Werbezwecke gedacht und für Messeauftritte und für die Weiterentwicklung meiner Firma Yido Performance. Da war ich so 25, würde ich sagen, 26 und ziemlich jung, ziemlich frisch. Und als ich das Auto gekauft habe, das muss ich auf jeden Fall erzählen, habe ich mich echt geschämt, damit zu fahren. Habe mich auch mega schlecht gefühlt, weil für mich war das so, also es ist immer noch was Krasses, aber damals war das halt so, boah krass. Und nachdem wir es gekauft haben, ich habe die mal davor angerufen von Liberta Media und da war es noch ein kleiner Bub und wir sind zusammen dann zur Abholung gegangen. Er wusste noch von gar nichts und als wir da waren, stand er dann da in weiß damals noch. Werden viele nicht kennen in weiß, aber weil er halt immer poliert war. Und dann haben wir ihn halt abgeholt. Nachdem ich ihn abgeholt habe, kam auch schon das erste negative Feedback, als ich mit dem Auto nach Hannover gefahren bin am nächsten Tag. Und dann gab es direkt so Stinkefinger und böse Wörter von irgendwelchen Leuten, obwohl ich echt normal gefahren bin, nichts Wildes gemacht habe. Und dann stand das Auto in der Firma, 3 bis 4 Monate waren das, glaube ich, und bin den damals nicht gefahren, wollte ihn da sogar wieder abgeben. Aber mit der Zeit habe ich mich halt getraut, sage ich mal, und bin den dann gefahren. Bin den echt sehr gerne gefahren. Ich liebe das Auto echt, das Auto ist geil, hat immer Spaß gemacht. Haben mega geile Events damit besucht, mega geilen Touren gemacht, also war echt eine coole Zeit mit dem Auto. Aber es ist sehr schade, dass es so gekommen ist, es wäre anders auch okay. Ich habe ein paar Mal so überlegt, soll ich ihn verkaufen, nicht verkaufen. Ich habe mich eigentlich immer dagegen entschieden, ihn nicht zu verkaufen, weil es gibt einfach nichts Besseres für das Geld. Aber jetzt kommen wir mal zu der Sache, warum wir hier sind und warum wir hier sitzen. Wollen wir direkt so von vorne anfangen oder erstmal von hinten? Wie du möchtest. Ach, das ist schon irgendwie traurig, oder? Weil normalerweise deckst du ja auf, so du zeigst deine neue Farbe oder dein neues Auto, ne? Man hört schon. Und jetzt deckst du ja auf, weil also mir fehlen echt die Worte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Normalerweise ist hier die Front, der Kotflügel, also ein Rad. Und jetzt steht hier gar nichts. Das ist auch alles sehr locker. Ja, ich bin nicht stolz darauf, was jetzt hier ist, aber ich bin glücklich und froh, dass ich selber hier stehen kann. Man sieht's, ich hatte einen Unfall, und zwar keinen coolen Unfall, keinen Auffahrunfall. Ich war unterwegs und abends halt bei der Rückfahrt ist das passiert. Ich würde sagen, dazu kann ich mal nachher was mehr erzählen. Ich brauche kurz eine Sekunde.
Ja, so, auf jeden Fall, ich will nur ein bisschen was zu dem Unfall erzählen. Ich kann mich nicht so an alles erinnern, leider. Ich bin auf jeden Fall nicht zu schnell gefahren. Ich habe kein Rennen gemacht, so wie es der nette Polizist mir vorwerfen wollte. Man kann sich vorstellen, in was für ein Schock man da ist in dem Moment und was da einem vorgeworfen wird, war echt gar nicht cool. Aber ist ja auch egal. Ich meine, der sieht das Auto, der sieht mich jung und ja. Und dann waren direkt die Vorurteile schon da. Fand ich schade. Die Polizistin war sehr, 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 sehr nett. Auch vielen Dank an Sie. Vielen Dank an die ganzen Rettungskräfte. Vielen Dank an die Leute, die angehalten sind zum Helfen. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe es erst realisiert, als der Knall schon kam. Also da war es schon zu spät. Du hast in dem Moment, bist du so richtig so wie hypnotisiert, so wie im Schlaf, wie im Traum. Alles platzt auf, überall fliegt was rum. Und du hoffst einfach nur, also ich habe in dem Moment nur gehofft, bitte bleib nicht irgendwo in der Mitte stehen oder bitte triff keinen. Ich war auch alleine im Auto und habe halt versucht, links an die Leitplanke mich ranzuhalten, aber natürlich, das sind so Millisekunden, ne? Und ich war halt, wie man sieht, war ich auch rechts im Graben, weil das Auto hat hier komplett überall Schlamm. Der ist jetzt schon ein bisschen sauberer, weil er hier schon länger steht, der war auch draußen. Und dann bin ich halt links gegen die Leitplanke geflogen. Und also es war so rechts, links. Hier ist halt der Hauptschaden, was auch am gefährlichsten ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich war hier in dem Auto drinne. Ich setze ihn rein. Man kann ja nicht mehr die Tür aufmachen. Ich war hier drinne. Links ist die Leitplanke. Ich will die Tür aufmachen, die geht nicht auf, weil sie klemmt. Man sieht es ja. Alles hier komplett eingeschlagen. Meine Hände voller Blut, alles war voller Blut. Wir haben jetzt den Airbag so reingesteckt, aber der Airbag ist voller Blut. Ich komme da nicht raus. Ich muss halt in der Sekunde hier aus der Scheibe raus. Ich werde es jetzt nicht versuchen. Ich muss halt aus der Scheibe raus und mit dem Gedanke, weil das Auto ist ja komplett ausgefallen, nachts mit dem Gedanke, was wenn jetzt jemand von hinten kommt, draufkracht, dann ist auch vorbei. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, was schade ich vielleicht anderen auch. Ich habe halt versucht, links direkt zu halten, damit halt anderes die Szenen nicht vorbei können. Ja, ich bin dann halt da raus. Man sieht ja, die Tür geht ja nicht mal ganz auf mehr. Okay, jetzt mittlerweile schon, weil die da gebogen ist, aber in dem... Also da ging sie gar nicht auf. Ich habe mir auch in dem Moment gar nicht gedacht, ist es denn überhaupt so schlimm, weil ich dachte halt nur, vielleicht die Tür klemmt. Und dann halt irgendwann realisierst du halt, was überhaupt alles kaputt gegangen ist. Also hier ist der eine gelb. Hinten muss er ja, anscheinend muss ich mich gedreht haben, weil hinten ist er kaputt gegangen. Also die Auspuff hinten. Also hat er auch anscheinend von da irgendwie einen flachen, leichten, also da ist jetzt nichts Wildes. Und ja, hier ist er halt sauber komplett rechts, außer halt das mit dem Schlamm und so. Und ich denke mal, da war der halt, weil da war halt ein Graben, ich bin wahrscheinlich dann rechts leicht in den Graben gekommen und vom Graben dann rausgesprungen, halt gegen die Leitplanke. Das ist ganz schön drin. Ja, der Spiegel ist halt auch, ich habe versucht den zu kleben. Ja, die Scheibe ist komplett aufgerissen und die Seitenscheibe auch und deswegen habe ich auch an dem Tag halt überall geblutet. Also ich hatte überall Schnittwunden, war voller Blut. Das alles ist natürlich, ich kann echt froh sein, dass alles verheilt, aber sonst, meine Augen waren komplett voller Blut, weil da halt Späne reingeflogen sind. Hier war halt alles aufgeschnitten. Ja, das ist jetzt wann gewesen? Wie viele Wochen her? 6 Wochen so circa, ne? 6 Wochen circa her. Ja, und jetzt. Also man realisiert das immer noch nicht so richtig. Man kann sogar, wenn man nachts manchmal seine Augen zumacht, denkt man so, man ist dort in diesem, also alle, die mal so einen Autounfall hatten, denke ich mal, können das nachvollziehen. Du hast immer noch dieses unruhige Gefühl, wenn du nachts schlafen willst, weil du halt das immer vor Augen hast, dass du halt da gar nicht mehr rauskommen könntest. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Es ist halt natürlich schade, für mich war das Auto Geschichte. Viele kannten das Auto, viele haben das
die Marke oder das Auto mit mir verbunden, egal von wo, ob es jetzt in Deutschland ist oder ob es europaweit ist, ob es im Ausland ist. Ich meine, wir haben echt coole Sachen mit dem Auto gemacht. Schade, dass es so zum Ende gekommen ist. Eigentlich wäre es cooler gewesen, wenn man das Auto irgendwie fortgesetzt hätte, aber manchmal kann man sich Sachen nicht aussuchen. Und jetzt ist es so, wie es ist. Ja, deswegen sage ich bitte an alle, fahrt vorsichtig. Ich würde nochmal sagen, bei dem Unfall war ich nicht zu schnell, habe kein Rennen oder sonstiges gemacht. Ich war alleine, auf der Autobahn war auch nichts los, sonst wäre es viel schlimmer gewesen. Aber trotzdem fahrt immer vorsichtig, unterschätzt sowas nicht. Ihr seht es ja, das ist jetzt hier nur ein Blechschaden. Das kann man sich neu kaufen, aber das Leben kann man sich nicht neu kaufen, Gesundheit kann man sich nicht neu kaufen. Und ich hatte Glück, ich habe jetzt nichts außer ein paar Verbrennungen, hatte ein paar Schnittwunden, die verheilt sind. Aber sonst, außer das, was im Kopf ist, was auch hoffentlich irgendwann weggeht, ist jetzt nichts geblieben. Deswegen fahrt echt immer vorsichtig, übertreib's nicht und unterschätzt auch alles nicht. Es ist nicht so, wie es immer aussieht. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß nicht, ob ich das hochlade oder ob ich es euch zeige, aber es spricht sich so langsam schon rum, weil das Auto war schon kommt in die Börse und dann wissen es noch mehr Leute, dann erzählt es erst dem und dem und ich will eigentlich euch direkt das sagen, weil ich finde, ich schulde euch das auch so und deswegen weiß ich es noch nicht, ob es hochlade, aber ich denke schon, mal schauen. Den Rest macht die Versicherung, den Rest macht der Anwalt und auch wenn nicht, es ist passiert und es ist traurig, es ist schade, der wird irgendwie verkauft jetzt so und ich bin hier und kann weitermachen und das ist das Wichtige. Ihr hört zwar ja meine Stimme, wenn ich darüber rede, ist mir das so voll unangenehm und ich habe so ein leichtes Zittern, weil ich selbst immer noch nicht begreife. Aber der Alex hat euch jetzt so ein paar Szenen reingeschnitten, also ich habe ihm ein paar Szenen geschickt von den letzten 5 Jahren und er wird euch was so zusammenwürfeln und damit beende ich es auch. Schaut es euch an, genießt es und ja, das Kapitel Lamborghini ist nicht beendet, aber das Kapitel mit dem ist leider hiermit beendet. Aber wir können sagen, dass wir weitermachen, ohne Spende und ohne jegliches und ich bleibe am Ball und ihr fahrt vorsichtig und vergesst nie, ihr wisst nie, was morgen passiert und passieren kann. Deswegen versucht immer das Beste aus dem Tag zu machen. Bis zum nächsten Mal.